Willst du denn irgendwas, wie willst du hier irgendwas aufbauen, renovieren, machen ohne Geld? Das ist total lächerlich zu sagen so, oh, wir machen das jetzt rein aus, keine Ahnung, unserer eigenen Arbeitskraft oder sowas, kriegen wir es eh nicht hin. Wir brauchen halt Geld. Arne will's wissen. In seinem neuen Zuhause packt er an. Wenn wir geile Aufträge haben oder erledigt haben, dann steigen wir auf das Podest und verkünden entweder in die Richtung oder hier ist das Fenster auch in die Richtung unseren Erfolg. Ja, und können den auch feiern. Genau. Ja. Hier wohnt Arne, in der Villa Pappelheim im Westerwald, in einer Gemeinschaft. Es ist so ein geiler Schritt, der so viel besser ist als das, was ich davor eben gemacht habe und gelebt habe. Vor 1,5 Jahren sind Arne und Karen mit ihrem gemeinsamen Sohn Janne in die Gemeinschaft gezogen. 27 Menschen wohnen derzeit in der Villa Pappelheim. Freiwilligkeit und absoluter Konsens, das sind die 2 Grundprinzipien dieser Gemeinschaft. Im Freundschaftsraum nebenan treffen sich alle Generationen. Janne ist mit 2 Jahren der Jüngste, die Ältesten sind um die 70. Ich denke, das ist jetzt so der Beginn der 2. Generation. Und jetzt braucht es Leute, die Schaffenskraft haben und die diesen Traum mitträumen. Sebo ist mit Arne ein Team. Er will mit ihm eine Schreinerei aufbauen in der Villa Pappelheim. Ich habe den Arne da ganz spontan gefragt und der hat, obwohl er gar kein Schreiner ist, aber wahnsinnig gerne was mit Holz macht, hat er sofort eingeschlagen. Und seitdem sind wir hier auch zusammen zugange. Jeder macht mal so seine kleineren Projekte und aber halt eben auch Dinge zusammen und überhaupt das Ausbauen und dafür sorgen, dass man hier auch arbeiten kann. Noch fehlt die Genehmigung für die gewerbliche Nutzung der Schreinerei. Aber private Sachen für das Haus dürfen sie schon bauen. Die Idee mit der Werkstatt wackelt also noch. Ich weiß noch nicht genau, wo es dann letztendlich hingeht. Aber ich will das machen, was mir am Herzen liegt und wo ich dafür gehen kann, wo ich ein Ja spüre und sage, hey, das erfüllt mich, das macht mir Spaß. Ob es das letztendlich ist, das weiß ich noch nicht. Was einhergeht mit der großen Hoffnung, dass das hier auch mal zum Geldverdienen taugt. Ja. Das Leben in der Villa Pappelheim, einem ehemaligen Landschulheim, braucht viel Energie. Allein schon, weil jeder wöchentlich mindestens 4 Stunden für die Gemeinschaft arbeitet. Micha ist einer der Gründer der Gemeinschaft in der Villa Pappelheim. Vor über 10 Jahren hatte er die Idee. Ich habe mir für mein Kind gewünscht, dass es auf eine Weise aufwächst, wo es bei sich bleiben kann, dass dieser Schatz, mit dem jedes Kind geboren wird, dass ihm das erhalten bleibt. Und das war der Grund, weswegen ich Gemeinschaft mitgegründet habe. Und da haben wir im Internet geguckt und haben uns das dann angeschaut, sind hierher gekommen und ich war sofort verliebt. Wir hatten vielleicht 30.000 € zusammen. Ja? Und dieses Projekt hier hat mit Kaufnebenkosten 840.000 gekostet. Ja? Und trotzdem habe ich das Gefühl, da ist irgendwie ein guter Stern über unserem Projekt. 840.000 € sind allerdings nur mit einem guten Stern nicht abzubezahlen. Das braucht Organisation und das ist Julias Aufgabe. Wir sind eine Genossenschaft und der Genossenschaft gehört das Haus und wir alle, die hier wohnen, sind Mitglieder der Genossenschaft und sind dadurch praktisch Miteigentümer. Wenn man fest hier wohnt, hat man Genossenschaftsanteile im Wert von 5.000 €, die man auch in Raten abbezahlen kann. Vorerst bricht Sebo, der hier so große Zukunftspläne hat, immer noch jeden Morgen zu seiner Arbeit draußen im Nachbardorf auf. Sein Geld verdient er in einer Restaurierungswerkstatt für alte Fenster und in einem sehr exquisiten Leinölladen. Der Laden in Oberzeutzheim ist so speziell, so etwas würde Sebo auch gerne mit Arne aus der Gemeinschaft aufbauen. Und im Großen und Ganzen möchte ich das ja wachsen sehen eigentlich. Ich möchte es sehen, wie es sich entwickelt. In der nächsten Folge geht's nach Kassel. Experiment Mehrgenerationenhaus. Das hier soll ja so eine Art endgültige Wohnung sein, dass wir mindestens 30 Jahre und länger hier sind.
Kann das gut gehen mit so vielen Generationen unter einem Dach?